Heute mal ein Special Video, Best of 7 von meinen Favorite Tricks. Ganz legendäres Ding. Double Flip on Snow. Sometimes I lose my mind, get a little ratchet. Hoes want cash up, get us all dick. From that place where they move right bricks and the cops say hi with a damn nice stick. Broad daylight and we still hit licks. Rock team on drugs, you still ain't shit. Sip a little something, bitch, get a little lit. Just might go M. Night Shyamalan split. Servus Leiden, was geht? Heute mal ein Special Video und zwar geht es heute um die 7 Millionen. Bisschen verspätet, habe ich schon im Q&A Video erklärt. Wir haben gerade Fotoshooting gemacht. Hinter mir seht ihr 7 von meinen besten Stunts. Und wir können einfach mal ein bisschen durchgehen und da kann ich zu jedem kurz was erzählen. Wir blenden die Clips ein. Von Hannes abgenommen. Wir haben da, glaube ich, wahrscheinlich mein viralster Clip bis jetzt. I'll give you the wave. Yeah, cool. I give you the wave, that means it's safe. Okay. Did you get it? Yep, got it. Holy shit! Oh my god. No way. Oh my god. Shit. That was wild. Shit. Just out of control and I couldn't brake on this one. You have something broken, dude. Yeah? Man, you're the best. Thank you. Jedenfalls, das war echt recht spannend, da war ich echt froh, dass ich unten halbwegs heil angekommen bin. Nächster, wahrscheinlich der, wo sich die meisten Leute daran erinnern können. Und zwar in Saalbach war das, Helikopter, haben wir am Start gehabt für Fabulous Escape 2, wo er ausspringt mit dem Ninja Drop. Jetzt sind wir bei der letzten Szene eigentlich fürs Video. Hoffentlich funktioniert's. Wir haben 3 Sprünge gemacht. Ja. Da leiden, jetzt geht's los und jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt fliegen wir rauf. Und genau, Heli starten wir gerade und dann geht's los. Beim ersten, da hat es mir geschmissen. Da ist mir aber nichts passiert. Der zweite hat funktioniert. Yeah! Woo! Yes! Oh, der war so gemütlich. Und dann wollten wir aber noch machen, weil wir genau den Engel haben wollten beim Foto und beim Video. Springe außen und dann bin ich leider schief gegangen. Dann ist sofort gemerkt, okay, das ist vorbei. Schlüsselbein! Da fliegt er dahin. Ja, da bin ich mit dem zweiten Heli geflogen. Dann weiteres ganz legendäres Ding, Lyon 25. Ja, brutale Stirn, 4,30 Meter hoch in der kompletten Höhe. Und ja, das war für Urban Freeride Lifts 3. Jetzt sind wir tatsächlich bei einem der berüchtigsten und bekanntesten Spots, glaube ich mal aus der Skate-Szene. Und zwar den 25 DS Drop in Lyon. Das war echt ein cooler Moment zur damaligen Zeit hat es noch nie wer mit am Rad gemacht, deswegen war das ja, recht aufregend mit Security und dem Ganzen. Dann gehen wir jetzt vor und richten uns ein. Das Thema ist, wenn wir gleich jemand schreien. Ich muss jetzt springen. Fuck. Sie haben uns schon wieder entdeckt. Und ich glaube, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis die Polizei da ist. Also, ja, durchziehen. Einen Moment, ich gehe gerade in Position, damit ich den Zaun wegziehen kann, sobald du sagst, du fährst los. Also ich bin bereit. Elle est où l'autorisation? Where is it? Basti, komm, let's go. Where is the authorization?
C'est bon corps? Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't know those lavish delights. Now you ain't no back in inside. Dann Nummer 4 auf unserer Wand. Riding a 200 Meter High Rail. Das war die Köln-Breinsperre. So habe ich die Idee gehabt, dass ich da oben auf dem Geländer drüber fahre. Das war, glaube ich, so circa 10 cm breit. Es war richtig kalt, es war windig und es war echt beängstigend. Man muss aber dazu sagen, da hat mir jemand gesichert, der ist mit mir mitgegangen. Ich kann mich noch erinnern, es war so kalt und ich habe nur 2 Batterien von der Actionkamera mitgehabt. Und die erste war dann leer und die zweite war kurz vorm Aussein. Und es war der letzte Versuch, wo ich drüber gefahren bin, weil ich glaube, ich habe es 7 Mal probiert und bin jedes Mal circa in der Hälfte runtergesprungen. Immer an gleiche Stelle irgendwie. Ich glaube 300 Meter waren es gesamt bis zur Mitte. Yeah! Genau beim letzten, wo die Batterie echt schon ganz am Ende war, hat es dann noch funktioniert. Fuck mich auf, hey, du bist so fertig, Alter. Und da waren jetzt die Wetterbedingungen ein bisschen semi-optimal für das Ganze. Aber ansonsten hat es dann eh funktioniert. Das war legendär. Die Sicherung ist zu 100% safe. Ein schönes Foto, finde ich. Man muss schon, warte mal, eigentlich alle Fotos, bis auf das ist eigentlich nur ein Screenshot, aber sonst hat alle der Hannes gemacht. Dann noch einer von Fabulous Escape 2, Double Flip on Snow. Ich glaube, der war von Absprung bis Landung, glaube ich, echt 25 Meter. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich der Kicker da werden. Da raus. Das Lustige daran ist, dass ich 2 Double Flips davor gemacht habe auf dem Trialbike. Einmal auf ein Airbag und dann einmal auf Dirt. Und dann habe ich irgendwie im Kopf gehabt, ich will jetzt einen Double Flip auf dem Downhiller machen. Und sollte sich dann hoffentlich mit dem Downhiller ausgehen, der Double Flip. Wir haben noch nie gemacht. Oh fuck. Der leckt mir mal, kickt der Hand in die Luft. Da kriegt man schon beim Normalspringschiss, ohne Witz. Yo! So Leute, jetzt wird's ernst. So, jetzt habe ich einen Backflip gemacht und der Backflip war so richtig sketchy, ohne Witz. Scheiß die Wandern, ey. Über den Kicker einen normalen Flip zu machen. Alter, da hat man so viel Airtime und die kackt mir echt ziemlich an. Aber er hilft nichts. Ich glaube, der funktioniert. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn er komplett anreißt, was geht, dann soll sich der ausgehen. Und dann lande ich den Scheiß. Yes! Ja, hauen her, auf geht's, komm. Ich bin echt ziemlich schockiert gerade, dass ich mir das antue. Er fährt weg. Der ist sich dann echt perfekt ausgegangen. Also das waren echt die perfekten Kopfrechnungen. Das ist echt ein historischer Moment in meinem Leben, ohne Witz. Scheiße. Na, ich glaub's immer nicht, ey. Dann einer, das war so von der Kreativität her einer von meinen, glaube ich, Lieblingstricks. Und zwar, das ist vom Haus in Innsbruck, wo ich quasi in die Baumkrone aufspringe, da haben wir eine Matte auf und dann oberrutsche.
ist halt so, dass das Ganze so flowig funktioniert hat und mit der Kreativität, glaube ich, hat das halt irgendwo auch, glaube ich, den Platz da verdient. Und ist auch echt, glaube ich, einer von meinen Lieblingsclips. Taugt mir einfach so das Einspringen und dann das Oberrutschen und dass das einfach so funktioniert hat, wie ich mir es vorgestellt habe im Kopf, das war geil. Aber jetzt muss mir erklären, wie kommt man auf die Idee, dass man in einen Baum reinspringen will? Bei Homeoffice war es so, dass ich mir wirklich einfach die Zeit genommen habe und durchs Haus und durch den Garten durchgegangen bin und einfach alles angeschaut habe. Dann habe ich ja den Baum so gesehen und ich wollte immer, dass irgendwer bei einer Party vom Hausdach in den Baum einspringt, in der Motorradbekleidung. Das hat dann nie wer gemacht. Und ich glaube, dadurch ist dann auch die Idee nochmal aufgekommen, dass man es mit dem Radl macht. Und so die Matte haben wir da gehabt und dann haben wir es einfach probiert und erstaunlicherweise hat es irgendwie echt richtig smooth funktioniert. Der letzte von der ganzen Reihe ist der Motor Toe-In vom Nineyard-Video. Das Krasse bei dem, ich glaube, es war bis dato wahrscheinlich das größte Treppenset, was ich eigentlich, glaube ich, gesprungen bin. Und da war es so, dass es hinten aufwärts gegangen ist. Jetzt, das heißt, da hätte ich niemals den Speed hergekriegt, dass ich das Treppengett der Sprung bin. Und dadurch, dass wir mit dem Kai gefilmt haben, mit dem Kai Hasse, mit dem Motocross, war das halt so die Option, okay, dass er mich anzieht. So für den Kopf war halt einfach das Schwierige, die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen, dass ich quasi im richtigen Moment loslasse, dass ich die richtige Geschwindigkeit an und dass auch der Kai genau das Richtige macht, dass nicht der auf einmal schneller fährt wie davor, weil es ja auch nicht so einfach, da genau einen perfekten Speed zu haben. Und dass der dann so funktioniert hat, das war dann echt cool. Vor allem, da war es auch so, dass ich genau nach der Verletzung wieder zurückgekommen bin. Nach meiner ersten, die richtig langwierig war. Ja, und dann war es schon echt ein richtiger sketchy Moment, wo halt wieder mal so komplett das Adrenalin zusammengekommen ist und dass das dann so aufgegangen ist. Das hat mir dann richtig getaugt. Ja, und das war es eigentlich so von meinen persönlichen Favorites. Und in dem Sinn, ja, sage ich auch mal Danke an jeden da draußen, weil eigentlich genau ihr diejenigen seid, die 7 Millionen ausmachen, die mir das Ganze eigentlich ermöglichen, dass ich halt, sage mal, das eigentlich meinen Beruf so ein bisschen nennen kann. Deswegen danke da draußen für 7 Millionen. Ich würde sagen, auf die nächste Millionen. Wir sind eh schon wieder, glaube ich, bei 7,2 irgendwas oder so. Das ist ja eh geisteskrank. Und in dem Sinn hoffe ich, euch hat es Spaß gemacht. Das 7 Million Merch ist ab jetzt erhältlich, wieder in limitierter Auflage, so wie immer bei den Million Editions. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt ein paar Einblicke vom Shoot, was wir jetzt gerade da ein bisschen gemacht haben. Und dann könnt ihr ja selber sehen, ob es euch taugt oder nicht. Genau, roll it. Send you a text, I know it's a little late. Across the world, but you're just a flight away. Fly you out, couple nights, what do you say? Baby, I've been thinking about you every day. Just say the word, you and I could get away. Pack your bag and baby, let's go to an island or the west coast. Hit the beach where we can lay low. Get your flight and get away. Just take a little break, yeah, let's have a good time. Yeah, you got keys to my paradise, and you gotta do is say so. And baby, we could get away. Oceanside, sipping rum and lemonade. Lately I've been thinking about it every day. Travel like a couple nights, what do you say? Been working hard, baby, you could use a break. Da haben wir so gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach durchs... Bei Homeoffice...